Hallo liebe Hamsterfans, heute sprechen wir darüber, wie viel es euch kostet, einen Hamster zu halten. In Deutschland sind ja die beliebtesten Haustiere Katze und Hund und die sind verhältnismäßig teuer in der Haltung. Natürlich, man kann sich denken, kostet der Hamster nicht ganz so viel, aber man muss trotzdem ein paar Dinge beachten. Die größten Kosten habt ihr jetzt, wenn ihr erstmals einen Hamster zu euch holt. Das heißt, wenn ihr euer allererstes Gehege kauft. Ein hamstertaugliches Gehege, und zwar ohne Einrichtung, kostet im Handel zwischen 80 und 300 Euro. Wenn man einen Gitterkäfig kauft, dann bekommt man ihn meistens schon so für 80 bis 100 Euro und ein Terrarium oder ein Nagarium fängt dann meistens bei 100 Euro aufwärts an und geht im Handel etwa bis 300 Euro je nach Größe. Wenn ihr jetzt einen Gitterkäfig kauft, dann müsst ihr euch halt darauf gefasst machen, dass der Hamster das Einstreu öfters mal nach draußen kickt. Also die buddeln ja und dann kann es sein, dass halt um den Gitterkäfig herum das Einstreu liegt. Deswegen haben wir uns für 2 geschlossene Gehege entschieden, vor allem weil wir ja Erde haben und das wäre nochmal ein bisschen ungünstiger, wenn die auf dem Wohnzimmerboden liegt. Wenn ihr euch jetzt für einen Zwerghamster entscheidet, solltet ihr, falls ihr einen Gitterkäfig kauft, auch darauf achten, dass die Stäbe nur einen ganz, ganz kleinen Abstand haben, also eben nicht größer als 5 bis 8 mm, weil manche Hamster können sich echt sehr schmal machen und wirklich da durch die Stäbe hindurchpressen. Deswegen hatte ich früher auch einen Mäusekäfig, weil die eben Gitterstäbe hatten, die näher beieinander lagen. So, für die Einrichtung des Ganzen müsst ihr jetzt etwa mit 50 bis 60 Euro rechnen. Und da ist es dann auch so, dass ihr die jedes Mal bei einem neuen Hamster neu kaufen solltet, weil der Hamster ja seine Duftstoffe hinterlässt. Und ja, es ist nicht schön, wenn eben der neue Hamster merkt, dass da schon mal jemand vor ihm da war, dann fühlt er sich ein bisschen bedroht und hat so ein bisschen Angst. Der Hamster braucht ein Mehrkammern-Schlafhaus aus Laubholz. Das kostet ungefähr 25 Euro, manchmal ein bisschen mehr. Dann noch 1 oder 2 andere Versteckmöglichkeiten, zum Beispiel aus Ton, etwa für 15 Euro. Einen Trinknapf, den kriegt man meistens schon so für 3 bis 5, 6 Euro. Ein großes Laufrad, da würde ich ungefähr so 20 Euro sagen. Und ein Sandbad etwa für 15 Euro. Ihr braucht jetzt keinen Napf für Essen. Der Hamster geht ja gerne auf Futtersuche und ihr könnt auch im Gehege das Futter verstreuen oder immer mal an einer anderen Stelle auslegen, sodass es halt für ihn spannend bleibt. Ihr braucht noch Einstreu, das ist relativ günstig und gibt es auch in großen Mengen, sodass man da sehr selten nachkaufen muss. Wenn ihr jetzt die Grundausstattung habt, ist ein Hamster sehr kostengünstig. Ich habe 2 Hamster und zahle für beide zusammen nicht mehr als 20 Euro im Monat. Das Futter für Tweety von Getsu kostet relativ viel, reicht aber für etwa 3 Monate. Das Futter für Remy kostet ein bisschen weniger und reicht für etwa 1 Monat. Normalerweise kann man so sagen, wenn man so 500 Gramm gutes Hamsterfutter kauft, dann muss man etwa mit 10 Euro rechnen. Remy isst momentan leider noch relativ viel gepresstes Zeug und Pellets, weil er es halt so gewohnt ist. Und wir versuchen ihn gerade auf ein bisschen hochwertigeres und nahrhafteres Futter umzustellen. So, das Einstreu müsst ihr kaum auswechseln, höchstens an der Pipi-Ecke. Es ist ja gut, wenn der Hamster seinen Eigengeruch wahrnimmt. Deswegen zahlt ihr dafür monatlich nur ein paar Euro. Den Sand im Sandbad solltet ihr alle paar Tage wechseln oder auch durchsieben. 5 Kilogramm Chinchilla-Sand kostet etwa 15 Euro und das reicht wirklich für einige Monate. Und wenn ihr den Sand sehr gründlich siebt, dann reicht es auch für ein Jahr oder länger. Jetzt kommen halt noch die Kosten für die Schutzgebühr für den Hamster dazu. Also wenn ihr zum Beispiel einen Hamster aus einem Tierheim adoptiert, dann zahlt ihr etwa 25 Euro einmalig bei Kauf. Aber es ist ja in der Zoohandlung auch nicht anders. Und es kommen eben noch Tierarztkosten hinzu oder können hinzukommen. Die Tierarztkosten generell sind jetzt bei Hamstern nicht so hoch, es sei denn, ihr bräuchtet halt wirklich eine Operation, aber das soll man sich halt bei so einem kleinen Kerl gut überlegen,
Bei einem jungen Hamster lohnt es sich, bei einem ganz, ganz alten ist es wirklich auch noch eine Belastung für den kleinen Hamster psychisch und physisch und die Frage, ob man wirklich ihm was Gutes tut. Kleinere Behandlungen fallen ja zum Beispiel an, wenn der Hamster jetzt Milben hat oder wenn er zum Beispiel sich verletzt hat und versorgt werden muss. Bei uns, die Tierärzte, verlangen da meistens nur so eine Aufwandsentschädigung, damit sie sich das Tier mal angucken und dann eben die Kosten für das jeweilige Medikament. Mich würde jetzt von euch interessieren, wie viel zahlt ihr für euer Haustier? Welche Haustiere habt ihr? Habt ihr einen Hamster? Habt ihr schon mal größere Eingriffe, Operationen und so weiter an eurem Tierchen vornehmen lassen? Wie steht ihr dazu? Und was zahlt ihr für die Einrichtung? Das kann ja auch ganz unterschiedlich sein, je nach Land oder vielleicht auch je nach Zoofachhandel, in dem man einkauft. Vielleicht habt ihr auch coole Futterempfehlungen, könnt mir noch andere Marken empfehlen, die sehr gut sind oder Marken, die ihr überhaupt nicht empfehlen würdet. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen, ich freue mich über Austausch und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Macht's gut, Hamsterfans. Tschüss.